Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Beta-Server, wo wir jetzt gleich sofort den Paladin antesten werden. Seit gestern können bis zu, ich glaube, 1000 Teilnehmer auf den Beta-Server joinen. Falls ihr schon auf den Server gejoint seid, schreibt mir mal sehr gerne euer erstes Feedback zu dieser Klasse in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Und was wären vielleicht eure Verbesserungsvorschläge? Würde mich mal sehr interessieren. Ich habe mich noch nicht großartig spoilern lassen, außer das, was wir halt schon vorher abgelesen haben, was seine Fähigkeiten so sein werden. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Wir haben hier ein, wahrscheinlich so wie es aussieht, einen Shakes mit Schwert und Schild. Das Design scheint mir noch nicht sehr final zu sein. Ich gehe auch unschwer von aus, dass hier nicht nachher im finalen Design Shakes zu sehen ist hier im Hintergrund, sondern irgendeine andere Klasse. Deswegen denke ich mal, dass viele Designs auf dem Beta-Server noch nicht wirklich final sein werden. Wir nehmen mal hier irgendeinen Random-Namen, so, zack. Und genau, dann kopieren wir mal hier den Beta-Zugangscode rein. Und dann haben wir auch schon hier alles geunlockt auf dem Server und dann bin ich sehr gespannt auf die Klasse, was sie so kann und mal gucken, vor allen Dingen auch wie die Fähigkeiten aussehen. Ich habe leider das Pech, muss ich sagen, beziehungsweise es geht auf jeden Fall besser, einen 400er Char zu haben. Das ist random, man kann auch einen 500er haben zum Beispiel oder ich weiß es nicht genau, ob ein 600er jetzt auch geht auf dem Beta-Server. Aber ich hätte auch, glaube ich, einen 300er haben können. Also, auf jeden Fall ist okay. Strive to become stronger and put the danger of this world in their place. Your heroic appearance, both the inner and outer values should not be neglected. Genau, so, dann gucken wir mal ganz kurz auf die Fähigkeiten hier. Das ist ja mit so das Wichtigste, beziehungsweise erstmal auf die Klasse. Hier haben wir halt eben die Sachen, Shields cannot have a socket. Ja, das ist eigentlich genau das gleiche wie beim Krieger auch so. Ne? Das Hauptattribut ist natürlich hier auch Stärke. Das war eigentlich auch zu erwarten, sag ich mal. Ne? Hier haben wir noch einen kleinen Text. Zum Hintergrund der Klasse, zum geschichtlichen Hintergrund. Und genau, Paladins can only fight mages in their neutral strange, also halt eben ohne die Fähigkeiten, das ist aber auch schon soweit bekannt. Wir haben hier die neutrale Stellung, ne, die Defensive und die Offensive, das kennen wir soweit alles auch schon. In der neutralen haben wir eine 50%ige Chance halt eben in die Defensive zu kommen, dort 11% Damage zu reducen und 50% halt eben dann auch in die Offensive zu wechseln, wo wir dann bis zu 35% mehr Schaden machen können. Und genau, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Hier haben wir einmal die Stats vom Paladin. Melee-Klasse, Damage-Faktor 72%, Armor Class Heavy, Armor-Faktor 100, Hitpoints-Faktor 7, Maximal Damage Reduction 55%. Ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf, wie es jetzt direkt so zum Krieger aussieht. Da können wir aber, glaube ich, mal den direkten Vergleich einmal machen. Wenn ich mir das hier einmal hier mal so raus kopiere, dann öffne ich mal ganz kurz noch einen anderen Tab und gehe mal ganz kurz auf meinen Krieger. Da müsste das ja rein theoretisch auch stehen, wie dort so die Werte sind. Ich habe da noch nie drauf geachtet, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist jetzt hier erst, macht man ja auch sonst normalerweise nicht so. Gucken wir mal auf das I und dann gucken wir mal auf die Werte. Genau, und da haben wir das nämlich und dann können wir hier nämlich genau vergleichen. Ne? Melee haben wir auch, Schadensfaktor haben wir beim Krieger 100% und hier haben wir 72%. Armor Class ist dieselbe, Rüstungsfaktor auch dieselbe wie beim Krieger. Der Lebensfaktor ist um 2 höher als beim Krieger. Das heißt, im Umkehrschluss, der Paladin ist 2 Punkte im Lebensfaktor vorne. Allerdings hat er hier wieder beim Damage ein Minus gegenüber dem Krieger.
Und die maximale Schadensreduktion ist hier auch um 5% höher, ja, als beim Krieger. Das heißt, somit haben wir zwar den Nachteil, dass er ein bisschen weniger Schaden macht, aber sowohl bei den Hitpoints als auch bei der Damage Reduction ein wenig stärker ist als der Krieger. Ja, wir müssen halt eben nur schauen, was halt eben sehr, sehr wichtig ist, das hatte ich ja auch schon betont gehabt, dass der Krieger jetzt seinen Posten nicht verliert, großartig, weil warum sollte man einen Krieger noch nehmen, wenn der Paladin stärker sein sollte als Schildklasse? Das ist jetzt halt eben der direkte Vergleich, den wir haben, den wir schließen müssen, und deswegen müssen wir da halt eben auch ganz genau drauf achten, ja, dass wir irgendwo auch so ein bisschen seinen Schwachpunkt rauskriegen. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Wir werden erstmal natürlich einen Kampf wagen. Ja. Okay, der erste Kampf ist, da sind wir noch nicht großartig gerankt, glaube ich, in der Ehrenhalle. Aber nach dem zweiten sollte es eigentlich klappen. Wir machen mal trotzdem einen Fight und gucken uns mal überhaupt erstmal die Fähigkeiten an, wie das aussieht. Okay. Die Designs, da können wir erstmal noch nicht sehr viel Wert drauf legen, denke ich mal. Okay, jetzt sind wir in unseren Gefilden. Ja, man kann auch einen 600er haben. Hier sieht man es. Da hat jemand Glück gehabt und einen 600er Paladin gepickt. Wir kämpfen mal gegen unseren direkten Vergleich. Wir haben hier eigentlich identische Statpunkte. Okay, und designtechnisch können wir da erstmal noch nicht so viel erhaschen, sag ich mal, weil das Ganze noch nicht wirklich sehr final aussieht. Also da darf man jetzt hier nicht irgendwie großartig auf diese Animation jetzt hier Wert legen. So. Da kann man jetzt noch nicht viel zu sagen, weil das halt eben alles nicht final wirkt hier. Deswegen darüber auf jeden Fall erstmal nicht urteilen. Worüber wir urteilen müssen, ist halt eben über die Fähigkeiten. So, und da müssen wir jetzt mal drauf achten, wenn er hier seinen sein Damage, sag ich mal, seine Offensive zeigt, möchte ich mal ganz kurz sehen, auch wie viel Damage das macht natürlich, ne? Und was ich jetzt auch nicht ganz rausgefunden habe, ob das auch critten kann, ne? Weil wenn das nämlich crittet, dann könnte das schon wehtun. Das habe ich jetzt mir nicht ganz durchgelesen. Ich weiß nicht, ob das hier auch mit beisteht. As soon. Warte mal, hier müsste das der Damage-Faktor, dieses bei Paladins increase 35%, Strength, the chance to shift from the third stance to the first notch is 50%. Okay, ja, müssen wir nochmal rausfinden, wie das Ganze hier aussieht. Jetzt kämpfen wir wieder gegen so eine Randoms hier auf einmal. Ja, am liebsten würde ich, warte mal, wir gucken mal in die Ehrenhalle rein, dass wir vielleicht jemanden finden mit unserem Kaliber, dass wir da einen Fair Fight haben irgendwie. Ja, da ist jemand mit 300 gestartet. Mal gucken. Ja, ist jetzt auch die Frage, wo sucht man jetzt am besten hier, ne? Haben wir irgendwelche Gilden, wo wir irgendwie rein joinen können? Irgendwelche Testgilden? Ja, ist auch alles auf Englisch und in der anderen Version hier. Paladin. Paladin Tops, ja, Palahons. Da ich schon gesehen habe, wurde schon Werbung gemacht. Paladin Beta auf meinen Discord-Server mit den Palahons. Sehr, sehr lustig. Wir gehen mal hier rein. Ja, das ist jetzt hier einfach eine random Gilde, beziehungsweise eine Gilde, die sich wahrscheinlich aus Paladins gegründet hat hier. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir jemanden auf unserem Level hier begegnen. Und da kämpfen wir einfach mal gegen. Ja. Hat jetzt ein bisschen mehr Statpunkte, hat schon ein bisschen was gemacht, aber wir achten mal jetzt wirklich hier auf die, ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen so, weil diese Animationen, die gehen jetzt nicht direkt so, ja, also es ist schwer, den nachzukommen jetzt so schnell, weil die halt eben so, ja, wie soll ich sagen, so unersichtlich sind durch das Design, ne, müssen die auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausstechen so irgendwie. Aber wir gucken gleich nochmal, wir achten genau drauf jetzt. Da hält er ein Schild. Von da aus könnte er mit der nächsten Chance, jetzt heben wir das Schild, in die Offensive wechseln. Haben das jetzt getan und machen jetzt 4,4 Millionen Damage, 8,9, okay, 15, aber haben bisher nicht gekrittet, ja. Das Ding ist halt aber, okay, ja, ich check jetzt die Klasse. Das war ja auch die Frage gewesen,
wie das Ganze so aussieht, ähm, wenn wir jetzt einmal geswitcht haben in eine bestimmte Position. Da denn, ja, wie ist das denn, ne, aufgebaut, wenn wir in die nächste switchen und ob wir in der bleiben oder ja, ne, wie sich das nun zusammensetzt. Aber ich denke mal, ich habe es jetzt durchschaut. Also wie gesagt, es ist, denke ich mal, auch relativ selbsterklärend. Ne? Von der neutralen Stellung hat man eine 50-prozentige Chance, in die defensive Stellung zu wechseln. So, und wenn man in der defensiven Stellung bleibt, dann bekommt man halt 11% weniger Damage und man bleibt dann halt eben dort so lange, ja, bis man halt eben ja, eine 50-prozentige Chance hat, ne, entweder in der Stellung zu bleiben oder halt eben in die offensive Stellung zu wechseln. So. Und von dort aus haben wir halt eben eine 50-prozentige Chance, wieder in der offensiven Stellung zu bleiben oder wieder zurück in die neutrale Stellung zu wechseln. Ja, das heißt, eigentlich möchte man, wenn man jetzt zum Beispiel durch die Dungeons schnell durchrushen möchte, würde man eigentlich bevorzugen, sehr schnell in die offensive Stellung zu wechseln und halt eben dort auch, solange es geht, natürlich zu bleiben. Ist natürlich sehr schwer, weil man halt eben 50-prozentige Chance hat, wieder zurück in die neutrale Stellung zu wechseln. Ne? Also es geht nur entweder von neutral zu defensiv, von defensiv zu offensiv, von offensiv zu neutral, ja, und das halt eben in der Reihenfolge. Und das ist auf jeden Fall, so ist die Klasse auf jeden Fall aufgebaut. Interessant auf jeden Fall, muss ich mal so sagen. Also finde ich jetzt nicht ganz, also es ist eine interessante Mechanik, sag ich mal so, ja. So ein bisschen habe ich das schon erwartet, dass das in die Richtung geht. Ja, haut mich das jetzt um? Ist jetzt die Frage. Also fange ich jetzt deswegen einen dauerhaften neuen Account an? Also, ich weiß nicht, viele haben so ein bisschen erwartet, dass die Klasse vielleicht so ein bisschen einzigartiger wird, beziehungsweise halt eben, ja, durch diese Fähigkeit wird sie ja ein Stück weit einzigartig und viele haben beim Paladin halt eben aber auch sowas wie mit einem Heal irgendwie gerechnet, so, ne? Das ist jetzt halt eben auch nicht vorgekommen. Irgendeine neue Fähigkeit. Also wir haben jetzt quasi bestehende Fähigkeiten genommen, blocken oder halt mehr Schaden machen. Also entweder, ne, Damage Reduction oder Damage Increase. Ja, und das ist halt eben jetzt, ne, dieses simple Prinzip. Aber man hat jetzt keine neue Fähigkeit jetzt so irgendwie, ne, wie jetzt, was weiß ich, hinzugefügt, wie jetzt zum Beispiel einen, ja, keine Ahnung, so Poison-mäßig oder passt jetzt nicht zum Paladin oder halt eben, ja, so ein Heal irgendwie, ne, oder ja, Lebensraub oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Art und Weise, ne, hat man vielleicht erwartet, dass hier sowas kommt, aber es ist halt eben mehr Damage oder weniger Damage. Wenn man es jetzt ganz simpel runterbrechen will, ist es halt eben das, ja. Nur, dass man halt eben jetzt diesen Gamble hat, von wegen, wie lange bleibt man halt eben in diesem Stellungsmodus drinne, ja. Wir achten ja zum Beispiel mal eben auf die Faust oder auf das Schild, ne? Er wechselt jetzt zur Faust hier, wie lange bleibt er in der Faust, ist die Frage, ne? Bleibt jetzt noch eine Runde länger drin, guck mal, bleibt jetzt nochmal eine Runde drin, zack, jetzt ist er raus in der neutralen Stellung, so, jetzt ist er wieder in der Defensive, ne? Und das ist halt eben jetzt so der ganze, die ganze Fähigkeit von dem Paladin. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn das Ganze noch fertig designt wird. Ja, das würde mich noch sehr interessieren. Und ich glaube, dadurch, dass wenn wir erstmal in diesem Offensivmodus sind, dann auch in diesem Offensivmodus bleiben können, im besten Falle, glaube ich nicht, dass es möglich ist, in dem Offensivmodus zu critten. Also wir achten nochmal drauf, aber hat er jetzt gerade gekrittet? Aber ich glaube, es ist nicht möglich. Aber wir gucken gleich nochmal, weil das wäre natürlich so, jetzt müssten wir critten. Er müsste jetzt eigentlich critten. Zack, hat jetzt zweimal nicht gekrittet. Dreimal nicht gekrittet, ist immer noch im Offensivmodus. Krittet wieder nicht, jetzt sind wir beide im Offensivmodus, ja. Okay, das war jetzt der letzte Treffer, aber zählte der jetzt noch als offensiv? Das ist die Frage. So.
er ist jetzt raus. Okay, also wir sind jetzt raus aus dem Offensivmodus und hatten wieder den letzten gekrittet. So, wir achten nochmal bei ihm. Zack. Okay, es sieht so aus, als wenn wir ja, entweder war es jetzt nur Glück gewesen, wenn wir im Offensivmodus sind, dass wir dort selbst nicht kritten können. Außer es ist halt eben, ja, das ist designtechnisch noch nicht ganz nachzuvollziehen, ne? Wenn die Faust verschwindet, ob der letzte Crit denn noch als offensiv zählt oder dann halt eben nicht mehr. So, ne? Wir achten nochmal kurz drauf. Zack, er hat jetzt nicht gekrittet. Ja, jetzt sind wir an der Reihe. Kein Crit. So, kein Crit. Faust ist immer noch da. Zack, kein Crit. Okay, gut. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man jetzt nachdem die Faust abgelaufen ist, crittet. Aber es sieht jetzt für mich jetzt nicht so danach aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, aber schaut jetzt nicht ganz so danach aus, dass das jetzt hier so der Fall ist. Ja. Wie gesagt, also was sagt ihr dazu, dieses Spielprinzip? Ja, jetzt ist halt die Faust verschwunden, und wir haben gekrittet, ne? Also ich glaube, das zählt halt dann nicht mehr als offensiv, ne? Das ist dann schon aus dem neutralen Stellungsmodus. Wie gesagt, das ist nicht ganz nachzuvollziehen durch diese Animation. Ja, also ich finde sie jetzt weder gut noch schlecht. Das ist jetzt zwar eine Meinung, wo ich jetzt wahrscheinlich wieder für, ja, weiß ich nicht, kritisiert werden kann, aber ich finde es halt, also ich bin jetzt einfach neutral dazu eingestellt, muss ich sagen. Also, ne, was heißt das? Lass mich das kurz erklären, so bevor, ne, also ich finde diese Fähigkeit, finde ich jetzt nicht so überwältigend, dass mich das jetzt so aus dem Häuschen ja, jagt, dass ich jetzt so sage, boah, krass, Alter, die Klasse, die muss ich jetzt unbedingt spielen. Ich versuche jetzt noch mit Dungeon mal hier nebenbei und gucken, was mal den Kampf war. Also es ist jetzt nicht so, dass die Klasse mich mega umhaut von ihren Fähigkeiten-Set her. Das ist jetzt nicht so der Fall, ja. Ah, na klar, wir hätten mal in die Lichtwelt gehen sollen. Ich finde die Fähigkeit jetzt aber auch nicht so mega bad, dass ich jetzt sage, okay, mir gefällt die überhaupt nicht, dass ich da jetzt so eine Abneigung gegen habe oder so. Das nicht. Ich werde die auf jeden Fall mal tryen. Und wo gehen wir denn rein hier? Der ist ein bisschen zu schwer. Ich werde sie auf jeden Fall tryen ein bisschen und auf dem nächsten Server dann auch spielen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Klasse wird, die mich jetzt so extrem umhaut, beziehungsweise so Langzeit motiviert, dass ich da jetzt so sage, okay, ja, die spiele ich jetzt als nächste Klasse irgendwie wirklich long-term bis, ja, wie meine anderen 3 Main-Klassen so. Sieht für mich bisher noch nicht so danach aus. Ich bin aber mal gespannt, wie sich das Ganze nachher so ja, im Late-Game dann auswirkt. Ne? Wir haben jetzt hier halt eine Klasse, die nochmal ein bisschen tankiger ist. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu vergleichen mit anderen Klassen. Wenn die halt eben ein bisschen weniger Schaden machen, heißt das im Umkehrschluss, und das muss man halt eben auch bedenken, dass die Klasse nicht so gut, ja, sag ich mal, mit dem Gladiator zusammen fungiert aus der Unterwelt. Das heißt, zum Beispiel der Krieger könnte davon, oh mein Gott, ja, mehr profitieren vielleicht, wenn die Klasse mehr Schaden macht. Die ist jetzt halt eben tankiger und macht halt jetzt, ne, laut der direkten Vergleichsstats, sag ich mal, die wir jetzt hier eben gesehen haben, weniger Schaden als der Krieger. Das heißt, so vom simplen Faktor her dürfte der Krieger besser mit dem Gladiator zusammen ja, eine Symbiose bilden, ja, sag ich mal, ne? Und das war ja auch zum Beispiel ein Problem mit den Druiden gewesen, was jetzt halt eben auch so ein bisschen gefixt worden ist. Und ja, was halt eben gut sein könnte, ist, wenn man halt eben so wie hier in den Dungeon Fights gesehen hatte, jetzt eben, wenn man so viel Glück hat und lange Zeit halt eben in diesem Offensivmodus bleibt, dass man dort halt eben gut Damage auch vielleicht raushauen kann mit der Klasse, ja. Wir gucken uns das Ganze nochmal an.
Okay, ja, gegen Bersi ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht so das beste Beispiel. Ich würde gerne gegen eine tankige Klasse spielen. Deswegen wollte ich eigentlich hier rein, aber da stehen wir von Magier und die Magier sehen für mich nach absoluten Blockern aus und ich denke mal mit dem Paladin, der wird noch mehr Probleme haben als der Krieger gegen ja, Dungeons in Bezug auch auf die Magier, weil der ja noch mal weniger Schaden macht als der Krieger und ja, da kann die Klasse halt eben auch nicht von ihrer Fähigkeit profitieren. Ne, genauso wie jede andere Klasse nicht davon profitieren kann gegen den Magier. Nur, dass halt eben im Grundschaden her der Paladin noch weniger Schaden macht als im Grundschaden der Krieger und die Magier wahrscheinlich in den Dungeons dann eine noch größere Blockung darstellen als halt eben für die Krieger schon. Ja, und das sehe ich halt eben sehr. Ja, man könnte ihn halt eben mit dem Battle Mage so ein bisschen vielleicht auch gleichstellen dann, dass sie halt eben eine Klasse, dass es eine Klasse sein wird, die man eben mögen muss. Ansonsten wird man es halt eben ziemlich schwer haben, gerade auch zu Server-Starts. Ne? Und ja, ich denke mal, das ist so für den ersten Eindruck erstmal ausreichend. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ansonsten, ja, war es das erstmal soweit von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen hat, dann lasst ihr gerne eine Bewertung oder ein Kommi dazu da. Ansonsten, ja, ist das soweit erstmal meine erste Meinung dazu. Bis dahin, noch einen wunderschönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.